Egon Erwin Kisch: Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg. Ich war Quartaner, 14 Jahre alt, saß zu Hause und lernte Heimatkunde, die Geographie der im österreichischen Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Ich hatte das Buch vor mir auf dem Tisch, das Kapitel Herzogtum Salzburg aufgeschlagen, die Arme aufgestützt, das Kinn in den flachen Händen. Gestern hatte der Lehrer beim Schüler Kinzel zu prüfen aufgehört, der im Alphabet vor mir kam. Morgen konnte ich als Erster gerufen werden. Neben dem Tisch saß Großmutter und strickte. Halblaut las ich. Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7.153 Quadratkilometern und 192.760 Einwohner. Ich wiederholte: 7.153 und 192.760. Folgendermaßen ging der Text weiter. Die Bevölkerung auf dem flachen Lande ernährt sich zumeist von Ackerbau und Viehzucht, in manchen Gegenden auch von Salzgewinnung, in den Städten sind Handel und Industrie bedeutend. Das brauchte nicht intensiv eingeprägt zu werden, war es doch die Eigenschaft aller Kronländer von Österreich, soweit ich sie gelernt hatte, dass Handel und Industrie in den Städten bedeutender waren als auf dem flachen Land, wogegen Ackerbau und Viehzucht niemals in den Städten blühten. Neu war nur die Salzgewinnung, ich wiederholte mir, in manchen Gegenden auch von Salzgewinnung. Dann lernte ich weiter. Die Bevölkerung besteht fast ausschließlich aus Deutschen. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Ein leichtes Brummen ließ sich hören. Eine Fliege? Ich sah keine Fliege, vielleicht war es mir nur so vorgekommen, als ob etwas gebrummt habe. Eine akustische Täuschung. Großmutter saß strickend da. Sicherlich hatte nichts gebrummt, wo sollte denn auch jetzt im September eine Fliege herkommen? Ich schaute wieder in mein Buch, um weiterzulernen. Wo war ich denn stehen geblieben? Die Bevölkerung besteht fast ausschließlich aus Deutschen. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Mach keine Witze und lern, sagte Großmutter in einem Ton, der Güte und Freundlichkeit war. Verständnislos sah ich sie an, aber sie bemerkte den fragenden Blick nicht. Sie strickte. Fast ausschließlich aus Deutschen, die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg, wiederholte ich. Du sollst keine Witze machen und lernen. Kein Groll lag in ihrer Stimme, es schien nur ein freundlicher Rat zu sein, den sie mir erteilte, eben der Rat, keine Witze zu machen und zu lernen. Ich lerne doch, Großmama. Gut, gut, mein Kind. Verärgert über diesen ihren Gleichmut wiederholte ich den letzten Satz, möglicherweise sogar etwas lauter, als es die Weisheit, dass Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist, erfordert hätte. Vielleicht hätte ich ihn überhaupt nicht wiederholen sollen, vielleicht habe ich doch einige Schuld an dem Vorfall. Wie dem auch sei, ich will mich heute weder mit Selbstvorwürfen noch mit Verteidigungsreden plagen, beides wäre verspätet. Urteilt selbst. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Großmutter drohte. Du wirst ein paar Ohrfeigen kriegen, wenn du nicht aufhörst, Dummheiten zu reden. Ich trotzig. Ich rede keine Dummheiten, ich lerne, was hier im Buch steht. Bestimmt, Gerechtigkeit in jedem Akzent, erklärte sie. Wenn du lernst, was im Buch steht, werde ich nichts reden. Da hatte ich sie, wollen mal sehen, ob sie ihr Wort halten wird, nichts zu reden, wenn ich das lerne, was im Buch steht. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg, und schon hatte ich eine Ohrfeige, wie gesagt. Ich war Quartaner. Ein Quartaner lässt sich nicht ohne weiteres ohrfeigen, am allerwenigsten wegen einer wissenschaftlich erwiesenen Tatsache, die er schwarz auf weiß vor sich hat. Ich stampfte mit dem Fuß und schrie. Großmutter aber schrie jetzt auch, ihr Garn war gerissen und ihre Geduld. Meine Mutter kam ins Zimmer geeilt und gab mir noch eine Ohrfeige. Begründung: Warum ärgerst du die Großmutter? Ich ärgere sie nicht, ich lerne nur, was im Buch steht, und Großmama behauptet, ich mache Witze. Blödheiten redet er, anstatt zu lernen, rief die Großmutter in mein Plädoyer. Nur was im Buch steht. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg, und solchen Unsinn quatscht er. Au, machte ich, denn ich hatte eben die zweite Ohrfeige von meiner Mutter bekommen. Da steht doch das Salzburg. Wo steht das? Sagte meine Mutter.
hob neuerlich schlagbereit die rechte Hand und lenkte ihre Augen in das Buch. Dort stand es tatsächlich. »Mutterl«, sagte meine Mutter zu der ihren, »hier steht wirklich das...« »Was steht dort?« »Dass Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist.« »Sehr gut«, kreischte Großmutter, »das ist ja sehr gut.« Sie war ganz außer sich. »Das ist großartig!« So wütend hatte ich sie noch nie gesehen. »So steht das dort? Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg«, steht dort. Was steht noch dort? »Böhmen ist die Hauptstadt von Böhmen, Wien ist die Hauptstadt von Wien«, steht das auch dort? Aber Mutterl, wenn wirklich, dann braucht er das nicht zu lernen. Das kann er sowieso. Jungbunzlau ist die Hauptstadt von Jungbunzlau. Großmutter hatte eine Tochter in Jungbunzlau verheiratet, eine andere in Pilsen und eine dritte in Brünn. Bei dem Wort Jungbunzlau erinnerte sie sich wohl, dass sie diese beiden anderen Töchter und meine Mutter, die in Prag war, nicht vernachlässigen dürfe und schrie, Pilsen sei die Hauptstadt von Pilsen, Brünn die Hauptstadt von Brünn und Prag die Hauptstadt von Prag. Mehr Töchter hatte sie nicht, wir glaubten also, mit diesen Hauptstädten werde es zu Ende sein, aber es war nicht zu Ende. Afrika ist die Hauptstadt von Afrika, Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland. Wenn das alles in dem Buch drin steht, braucht er nicht zu studieren. Sie sprang auf, packte die wirtschaftlich sparsame Großmutter das Lehrbuch der Heimatkunde und warf es mit Wucht und in großem Bogen aus dem Fenster. Nicht einen Neukreuzer gebe ich für sein Studium her, so wahr ich leb. Italien ist die Hauptstadt von Italien, wirklich sehr gut. Beruhigungsversuche blieben vergeblich, ein wahrer Paroxysmus hatte die Großmutter erfasst. Vor einer imaginären Landkarte tanzte sie hin und her, sprang von einem Weltteil auf den anderen, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Mit ausgestreckten Armen behauptete sie, Österreich sei die Hauptstadt von Österreich, Amerika die Hauptstadt von Amerika, Berlin die... Es klingelte an der Wohnungstür, wir hörten aus dem Vorzimmer die Stimme der Frau Popper, aber Großmutter war nicht willens oder nicht in der Lage, auf Besuch Rücksicht zu nehmen. Sie fuhr fort mit ihren geographischen Feststellungen. Berlin ist die Hauptstadt von Berlin. Frau Popper ist die Hauptstadt von Frau Popper, schrie sie und schrie, bis Babitz, der kleine Ort, dem sie entstammte, von ihr zur Hauptstadt von Babitz erklärt worden war. Tags darauf ging unser Geographielehrer, ein glatter, übertrieben elegant gekleideter Herr, wie immer zu Beginn des Unterrichts die Bankreihen durch, um zu kontrollieren, ob jeder Lehrbuch und Geographieheft vor sich liegen habe. Auch ich hatte beides auf dem Pult, die Heimatkunde sogar in sauberes blaues Papier eingeschlagen. Leider kam ihm das Buch etwas zu dick vor. Er nahm es in die Hand und stellte fest, dass es die französische Grammatik war. Wo haben Sie die Heimatkunde? Ich habe sie vergessen. Unmöglich konnte ich ihm doch sagen, dass meine Großmutter sie gestern aus dem Fenster geworfen habe. Nun, das macht nichts, bemerkte er mit seiner gleisnerischen Freundlichkeit und schwang das lange schwarze Band, an dem sein Kneifer befestigt war. Wenn Sie die Heimatkunde im Kopf haben, brauchen Sie kein Buch. Kommen Sie heraus. Wahrscheinlich wäre ich auch gerufen worden, wenn ich mein Lehrbuch besessen hätte, denn die Prüfung hatte ja in der letzten Stunde bei Kinzel, meinem Vorgänger im Alphabet, aufgehört. Jedenfalls aber überstürzte sich infolge des Fenstersturzes der Heimatkunde nun auch der Lauf der Ereignisse. Was wissen Sie über das Herzogtum Salzburg? Ich begann aufzusagen, sehr laut, sehr schnell. Er wird merken, dass ich über das Herzogtum Salzburg genau unterrichtet bin und wird mir, so hoffte ich, eine andere Frage stellen. Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7.153 Quadratkilometern und 192.760 Einwohner. Die Bevölkerung auf dem flachen Lande ernährt sich zumeist von Ackerbau und Viehzucht, in manchen Gegenden auch von Salzgewinnung. In den Städten sind Handel und Industrie bedeutend. Die Bevölkerung besteht fast ausschließlich aus Deutschen. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Ich schaltete eine Pause ein. Weiter, forderte mich der Lehrer auf und wirbelte seine Kneiferschnur durch die Luft. Ich wiederholte den letzten Satz nachdenklich, als ob ich mich an die Fortsetzung erinnern wolle.
Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Das haben wir schon 2-mal gehört. Dass Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist doch wohl selbstverständlich. Das war mir zu viel. Meiner Großmutter war gestern der Satz, Salzburg sei die Hauptstadt von Salzburg, so unwahrscheinlich, so unglaubhaft, so unmöglich erschienen, dass sie darüber einen Tobsuchtsanfall bekommen hatte, und jetzt sollte es auf einmal doch wohl selbstverständlich sein? Das ist gar nicht selbstverständlich, schrie ich mit krebsrotem Kopf. »Wieso ist das nicht selbstverständlich?« fragte der Lehrer und vergaß, so starr war er über meine Frechheit, die Kneiferschnur zu schwingen. »Wieso?« »Fragen Sie die Großmutter.« Er schleifte mich zum Direktor, der eine Lehrerkonferenz einberief. Die Lehrerkonferenz entschied 5 Stunden Karzer. Als mir der Direktor dieses Urteil verkündete, fügte er hinzu: Und was es zu bedeuten hat, wenn Sie sich noch das Geringste zu Schulden kommen lassen, wissen Sie. Ja, wusste ich.